Ja, jetzt komme ich hier gerade um die Ecke und sag mal so, bei euch kann man über Design nicht streiten, ne? Nee, also grundsätzlich, wir wollen gar nicht streiten, wir wollen mit euch lieber in die andere Richtung gehen. Sehr gut. Und euch supporten, unterstützen, zum Beispiel bei einem eigenen Tiny House, das ihr selber bauen könnt, mit unserer Unterstützung. Genau, wir sind die Tiny4U GmbH. Dahinter stecken die Tiny House Bausätze, die wir verkaufen. Das sind gezielte Modelle, die wir konzipiert haben, entwickelt haben, die man sich aussuchen kann auf der Internet-Website bei uns. Und kann dann zum Beispiel jetzt sagen, das ist jetzt zum Beispiel hier ein Modell, das wir jetzt auf der Messe hier präsentieren. Und sagen, okay, cool, das Modell gefällt mir, das ziehe ich sozusagen in den Warenkorb. Ja. Könnt jetzt aber mich entscheiden, nur zu sagen, ich will das Fahrgestell haben oder das Rahmenwerk, das reicht mir, dann kaufe ich nur das. Oder über den Konfigurator dann gehen und sagen, okay, ich will noch die Innenwandverkleidung dazu, die Dämmung, die Fenster, die Außenverschalung, das Dach und kann das ganze Material dann sozusagen sich bestellen und es wird dann vor Ort geliefert. Und zu dem Ganzen, dass es fachlich auch aufgebaut wird, gibt es noch Video-Support. Also eure Kunden sind also fähige Handwerker, die sich selber trauen, so ein Tiny House zu bauen und ihr unterstützt und helft denen dann so ein Tiny House auch selber vor Ort zusammenzubauen. Vom Grundsatz definitiv, aber wir sind auch der Meinung, dass es Menschen können, die jetzt nicht handwerklich so begabt sind. Okay. Also die, ich sage jetzt mal, einfach auch schon mal einen Akkubohrer in der Hand hatten und einfach mal Lust haben, mal aus ihrem anderen Kontext, den sie vielleicht machen und viel im Büro hocken oder was beruflich anders machen, sagen, die wollen aber ihr kleines Eigenheim einfach mal selber bauen. Ja. Und wir sind der Meinung, dass die Videos, die wir gedreht haben, zu jedem Bauabschnitt, ich nehme mal ein Beispiel wie Fenster einbauen, ja, was muss ich darauf achten, wie viel Abstand muss ich zum Rahmenwerk lassen, wie dämme ich dann das Fenster aus, welche Schrauben, das wird alles detailliert in einem kurzen Video beschrieben. Und wir sind der Meinung, dass mit diesen Videoanleitungen, mit diesem Bauabschnitt bis von Anfang bis Ende die meisten ein fachgerechtes, gutes Tiny House dann bauen. Super. Und Ja. im Vorgespräch hast du auch schon gesagt, wenn ich da jetzt doch Probleme habe, dann kann ich jederzeit bei euch anrufen und sagen, hier, ich hänge jetzt hier gerade bei Schraube 3, wie geht's weiter? Ja, genau. Also wir haben die komplette Bauphase in Chat-Support. Da gibt es ein Programm, da gibt es dann, ich fasse es jetzt mal zusammen, so kleine Tickets, zum Beispiel Bodenplatte. Und dann schreibst du in diesem Ticket, hab das Problem hier bei der Bodenplatte. Und dann kriegen wir in dem Ticket gleich und wissen, es geht um die Bodenplatte und können sofort antworten. Und das begleiten wir die ganze Bauphase. Okay. Also- Und mein großer Vorteil, wenn ich das jetzt bei euch quasi als Bausatz bestelle, wären als erstes wahrscheinlich die Kosten, ne? Ja, Oder? Und Ja. als zweites halt einfach, dass ich mich auch hinstellen kann und sagen kann, ich habe das selber gebaut, ne? da geht es um diesen Mehrwert. Auch. Ja, Also okay. was wird dein eigenes Eigenheim zu bauen, ist ein anderer Mehrwert. Also ich spreche jetzt mal von mir, so wenn ich was selber gestalte und baue, Ja. gehe ich mit einem anderen Gefühl, mit dem Haus, dem Gegenstand oder was es auch immer ist, ganz anders um. Das ist der eine Nebeneffekt. Genau. Und so grundsätzlich kannst du mal sagen, wenn ich jetzt so einen Bausatz habe aus dem Erfahrungswert, wie lange brauche ich, um so ein Tiny House dann aufzubauen? Ich würde jetzt mal sagen, wenn einer wirklich Zeit hat und mal 3 Monate Zeit hat und nicht arbeiten muss nebenher oder so, dann schafft er das gut in 3 bis 4 Monaten, Okay. wenn er wirklich dran bleibt. Ja, spannend. Ja. Und ihr liefert jetzt so das, was hier steht, oder wie weit gehen eure Leistungen? Was kann ich alles bei euch sozusagen abrufen? Weil ich hatte gesehen, Fenster und so würdet ihr auch anbieten. Ein Stückchen weiter habt ihr auch noch jemanden, der sich mit Dämmung auskennt. Ja, Also wie weit geht sozusagen eure Dienstleistung? also das Grundkonzept geht, dass alles so aus einem Topf, also die Kunden sollen aus einem Topf schöpfen, Ja. über die Expertise, die Erfahrung und Materialien. Okay. Dass die nicht irgendwie hier zu dem Sanitärmensch rennen müssen, hier zu dem Dachdecker, hier zu dem Elektriker, sondern dass wir das Konzept aus einem Topf anbieten und die daraus schöpfen können. Also eben, die können die Dämmung mitbestellen, die Fenster, die Bleche und haben einfach diesen Support von der Erfahrung, Expertise, die wir auch mitgeben. Ja, also ich würde halt auch jetzt hier die Außenverblendung bei euch mitbekommen, Genau, aussuchen ja. können. Ja. Und wie weit geht das in den Innenbereich? Innenausbau machen wir nicht. Okay, also Also- aber das ist ja eigentlich auch das Schöne, deswegen ja mein blöder Anfangsspruch. Ich kann es Ja. mir komplett selber aussuchen, ich kann da meinen eigenen Bodenbelag reinlegen, ich kann da genau meine eigenen Möbel reinstellen, ich kann halt eigentlich Ja. da mich komplett ausspielen. Genau. Und ich sag mal so, das ist ja
Die Hürde, die ihr nehmt, ist ja diese Überwindung, erstmal anzufangen, überhaupt dieses Gebäude oder das Tiny House zu bauen, weil der Innenausbau, sag ich mal, da trauen sich wahrscheinlich bedeutend mehr Leute an, als so ein ganzes Gebäude dann zu bauen. Genau, und das schafft auch jeder. Und beim Innenausbau gibt es nicht Vorlagen oder rechtliche oder auch statische Grundkenntnisse, die mit einfließen müssen. Das ist halt wir sind hier wirklich im Holzständerbau, Rahmenwerksbau, Hausbau. Da fließen gewisse Sachen ein, die mit berücksichtigt sein müssen. Und die liefern wir somit einfach schon mit als Paket, wo sich der Kunde keine Gedanken mehr machen muss. Ja, super. Und wir hatten vorhin ja schon so ein bisschen mal drüber gesprochen, Thema Nachhaltigkeit. Das Holz, was ihr jetzt dann so verschickt, da wisst ihr in den meisten Fällen auch, wo es herkommt dann. Ja, also wir informieren uns auf jeden Fall von den Lieferanten. Wo kommt es her? Wir gucken schon, dass es einheimische Hölzer sind, definitiv so. Ja. Klar gibt es immer mal wieder ein paar Holzvariationen, wo wir sagen, jetzt kommen sie halt doch von Übersee. Ja. Aber um jetzt eine Bauphase-Verzögerung irgendwie jetzt, sagt man, muss man halt auch mal ein bisschen... Momentan ist ja die Lage da auf dem Markt sowieso gerade ein bisschen verrückt, was mich auch zu meiner nächsten Frage treibt, aber vielleicht zu den beiden letzten Fragen. Ja. Zum einen, wie lange sind so bei euch die Lieferzeiten, wenn ich sage, ich will morgen loslegen? Und zum Zweiten natürlich, was kostet mich am Ende der Spaß, wenn ich jetzt sage, so am Beispiel von diesem Ständerbau hier, was würde ich da so ungefähr bei euch dann für zahlen dürfen? Fangen wir mit der letzten Frage an, dann haben wir hinten noch eine schönere Antwort auf die andere. Okay. Kostentechnisch liegen wir circa um die 40.000, 45.000 für einen kompletten Bausatz. Mit Beratung und Chat-Support, die ganze Bauphase, Videos. Genau. Und Lieferzeiten... Also quasi so, wie es hier steht, ne? Dass ich unten den Trailer da auch habe und dann das gesamte Holz, oben halt auch, ich sag mal, Folie fürs Dach und so weiter und so fort? Genau, alles dabei. Perfekt. Ja. Und Lieferzeiten haben wir zwischen 6 bis 8 Wochen. Wenn ich jetzt sage, heute soll es losgehen, dann ist die erste Lieferung in 8 Wochen oder seid ihr aber recht fix? Ja. Also Ja gut, das ist das Gute, weil es alles vorkonfiguriert ist. Ja, okay. Dass wir sagen, Besteller, wir haben mit den Bestellern oder Lieferanten ja Kontakt, dass die wissen, hey, wir haben hier ein Modell 1. Ja. Ich rufe nur noch an und sage, gib mir die Fassade für Modell 1 oder gib mir die Fenster für Modell 2. Da brauche ich keine Maße mehr den schicken. Das ist ja alles dann ein Modell, das ist vorkonfiguriert und fertig. Deswegen können wir da auch schneller in einem guten Netzwerk mit denen zusammenarbeiten. Okay, super. Sag noch mal ganz kurz, wie man euch findet. Im Internet. Sehr gut, sehr gut. Und was müssen die Leute dafür eingeben, um euch zu finden? Eingeben müssen sie www.tinyhausbausätze.com. Klasse. Danke. Vielen Dank. Sehr, sehr spannend. Ja.